Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Granarok und ich lade euch herzlich ein zum Let's Play Noire. Ja, ich habe mal das Spiel damals durchgehabt auf der Xbox 360. Ist auch jetzt schon einige Jahre alt, das Spiel. Und jetzt dachte ich mir einfach, ich erstelle ich einfach mal einen YouTube-Kanal, schaue wie weit ich damit komme, lade jetzt wöchentlich neue Videos runter und dachte einfach, ja, wie wär's mit Noire? Habe ich lange nicht mehr gezockt. Ist ein klasse Spiel. Wer weiß, vielleicht haben manche Leute Bock drauf. So, dann starten wir mal ein neues Spiel. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. So, damit begrüße ich euch nochmal herzlich zum Let's Play Noire. Here we go again. They don't Heute spielen request wir auf dem uniforms PC for und evidence ja, search unless there's some kind of catch. lass uns einfach Ever mal the überraschen, opposite. was der From junge the Phil beam of sunshine himself. drauf hat. Oder Keul. Egal. Ihr wisst, wen ich meine. Los geht's zur ersten Spur am Tatort in einer Gasse um 10:10 Uhr abends. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. So, This is a kann's fist ja mal bump. losgehen. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. So, einen We'll Moment, search ich right drehe up. mal ganz kurz den Ingame-Sound ein bisschen runter, weil ich denke, es könnte ein Ticken zu laut für euch sein.
So. Bitte verzeiht mir für diese Anfängerfehler, aber es ist halt heute mein erstes Let's Play. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde mich über Anregungen und Wünsche von euch freuen in den Kommentaren. Und ja. Mal gucken. So, hier ist schon die erste Spur. Look at this junk. Circumstantial. Ah, was tue ich denn da? Not my job to pick through other people's trash. Das haben sie echt klasse gelöst. Ich soll beziehungsweise Vibration am Controller spüren, aber weil ich hier mit Maus und Tastatur spiele, wird es echt schwer mit den Vibrationen. Was ist das? Ein Blutfleck. Have a good look around. It could be anywhere. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ich glaube, hier ist eine Spur, weil das Licht hier flackert. What have you got, Phelps? Anything? Oh Gott, das ist schon Jahre her, als ich das Spiel das letzte Mal... Abflussrohr, schon Jahre her, seit ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Und die Erinnerungen, die... ist noch nicht mal... Aber ich habe hier was gefunden. Aha. We're never gonna find it. It's a waste of time. Smith & Wesson. Serial S7189. Also muss ich mich doch nicht auf die Vibrationen verlassen, die über meine Maus und Tastatur freigegeben werden. Okay. 2 rounds 2 fired. Kugeln sind abgefeuert. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. So. Ich gehe mal runter zu meinen Kollegen, vielleicht hat er was gefunden. We have the gun, Cole. Ja. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph. See if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Das Gute an LA Noire ist, was ich finde, es hat was andere Spiele nicht haben. Als ich damals das Spiel zum ersten Mal durchgespielt hatte, hatte ich eine emotionale Bindung zu dem Spiel gehabt, da man sich echt ziemlich krass in die Figur hineinversetzt. I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. Okay. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Weil man sich halt ziemlich krass, das Ende ist halt ziemlich krass und ja, das werdet ihr im Laufe des Let's Plays sehen, was ich meine eigentlich, weil ich kann jetzt hier reden und machen und sagen, aber am Ende, oh Gott, ich bin so ein schlechter Fahrer, ja, aber ihr werdet es am Ende selbst erst sehen. Joa. Also ab zum Waffenladen. Lalala. Ich bin ein Polizist auf Streife. Oh Gott. Und ich brauche mich nicht an die Gesetze zu halten. Ich bin ein Polizist auf Streife. Aber was ich auch noch so richtig geil finde, ist diese Atmosphäre hier, dieser 40er, 50er Jahre Look frisch nach dem Krieg. Es hat was. Dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was der alte Olli zu sagen hat. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Pat. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special orders. Here's my Smith & Wesson order book.
You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. Modell 27. You see it on there? Nee, das ist 22. Oh Gott, das sieht auch aus wie eine 7, das ist doch keine... Oder? Ja, okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme... Das ist eine 7, eine richtige, aber das... Naja. Rockstar halt. Nein. Nein. Was habe ich getan? Ah. Oh Gott, bitte verzeiht mir, ich bin so schlecht in Spielen, wo es um Aufpassen geht, denn ich drücke halt ein bisschen gerne mal. Was? Oh. Was soll denn das? Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Bitte verzeiht mir, bitte verzeiht mir. Aber ich muss mir eine Lösung einfallen lassen. Soll das eine zweite sein? Nein. Oh Gott. Oh, das kann auch daran liegen, dass wir da... Nee, das ist schon wieder die 27. Nee, jetzt plötzlich ist es eine 22. So. Okay, gut, ich hab... Wir haben alles eigentlich, aber ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie versucht mich das... so, hier ist die 22. Ja, wir können gehen. So. Ab zu... Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nein, was habe ich jetzt getan? Oh. Bitte verzeiht mir, ich bin so schlecht. Wie öffne ich das Tagebuch? So, nee, das hat die Map. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist zurückgucken. Map. Hä? Aha. Okay, so. Jetzt bin ich echt dezent verwirrt. Da. So, ich habe das Buch geöffnet. Hab hier die 22 ausgewählt. Oh, sag... So, das ist die 22. Ich öffne mein Büchlein. Hinweise. Ach, Modell 24... 27. Oh Gott. Und dann rege ich mich... Genau das ist das, was ich meine. Ich bin so doof in manchen Sachen. Dann rege ich mich noch künstlich auf, weil ich denke, 22, am Ende ist es doch nicht die 22, sondern die 27. Aber ich bin immer noch dezent verwirrt. 27... 27, wir haben noch eine 27, 4 Barrel Nickel hier. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Tut Street. mir leid, ich müsste einfach mal öfter ins Buch gucken oder generell einfach einmal mal reingucken, dass ich's weiß. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, liebe Zuschauer, die sich jetzt danach sehen, wie ich
dumm fühlen oder einfach denken, ich wäre ziemlich dumm. Ja, ich bin ziemlich doof und sowas und ja, In for a penny, in for a tut pound. mir leid. Either way, Gunga Den. Gut. Und das ist mir so peinlich, was mir gerade passiert ist. Aber ich werde trotzdem diese Folge aufladen, weil es die erste... Die ist massiv Black gesehen. Yeah, ich bin der Überking. Ich werde trotzdem die Folge hochladen, dass ihr seht, dass ich halt wirklich noch ein ziemlicher Amateur bin, was es um sowas geht. Und ich nehme hier mit einem normalen Razer-Headset auf und mit einem Gratis-Tool. Und mir ist es eigentlich egal, ich will halt einfach euch zeigen, wie ich spiele. Nicht so wie die Großen wie Gronk, Sarazar, wo es alles professionell machen. Bei mir ist es halt einfach, ich spiele das, auf was ich Bock habe gerade. Gehe notfalls auch auf Wünsche von euch ein, wenn ihr was sehen wollt, was unbedingt echt gut ist. Und wenn es mir dann auch persönlich gefällt, warum nicht? Sagen wir jetzt, wenn jetzt das neue Mass Effect kommt oder Mafia 3. Es wäre halt schon ziemlich witzig, das zu spielen, zu Let's Playen und dann noch direkt zu Let's Playen, sprich ohne dass ich es vorher angespielt habe. Einfach nur aus Spaß. Mir ist es halt... Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Scheiße. Wollte was Neues ausprobieren und jetzt einfach mal gucken, wie es jetzt läuft und wer weiß. Vielleicht werde ich auch so ein ganz berühmter, was ich aber ganz groß bezweifeln werde, weil jeder zweite hier auf YouTube Let's Player ist. Aber mal schauen. Es wird bestimmt jetzt lustig. Oh verdammt, ich nehme schon über 16 Minuten auf und habe noch nicht den ersten Fall. Ich bin so ein Amateur. Lalala. Gleich müssen wir... Ja, nein! Nein! Ach, Gott sei Dank. Komm, und jetzt. Ja. Schröders Apartment. Aha. Der alte gute Schröder. Da ist er geflüchtet nach seiner Kanzlerkandidatur. Beziehungsweise nachdem er kein Kanzler mehr war. Ja. So. Ich gehe hindurch. Schröder. Apartment 2. Nein. Es ist schon wieder passiert. Tut mir leid, Leute. Gott, ich bin so ein langweiliger Let's Player. Aber wir müssen mal sehen, wenn wir irgendwann einen Ego-Shooter Let's Playen. Beziehungsweise wir. Ich. Danach werdet ihr denken, was ist das für ein kleiner Asozialer, weil da kommen bei mir die Emotionen hoch, bei anderen Leuten ist es, wenn sie Fußball gucken, kommen die Emotionen hoch, bei mir ist es bei gewissen Spielen, die mich nach einer Zeit ziemlich aufregen, wie jetzt vorhin hatte ich Overwatch gestreamt gehabt auf Twitch. Oh Gott, hab ich da rumgeflucht. Boah, hat er nicht getan. Jetzt gebe ich dir... Ah, fuck. Nein! Als auf der Konsole war es eindeutig leichter. So. Was mache ich denn? Aha, jetzt habe ich es verstanden. Bam, bam. Hier, Peng, voll in die Fresse. Aber ich denke, die zweite Folge werde ich mit Controller Let's Playen. Da ist mir, glaube ich... Gerade hier bei Noire merke ich, es ist ein Konsolenspiel eigentlich. Es ist...
echt schlecht auf dem PC, was die Steuerung anbelangt. Und ja. So, meine Mütze habe ich wieder. Da kann ich halt auch viel gezielter damit umgehen. Und ja, haben wir hier wohl einen kleinen Alkoholiker. So, mal gucken, was ist das? Aha. Sieht nach Notizblock aus. Aha. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. So. Ich werde hier an dieser Stelle das Let's Play beenden. Ja, in der nächsten Folge seht ihr dann halt auch, wie es dann weitergeht. Ja, hallo. Hey. Was machen die jetzt? Okay. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hat mich echt gefreut, dass ich jetzt spontan auf die Idee gekommen bin, ein Let's Play zu machen. Ja. Lasst mir eure Wünsche, eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall in den Kommentar da. Würde mich über jeden einzelnen freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerade ein Abo da. Tja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Euer Kranerrock. Tschüss.